Moin und herzlich willkommen zur 17. Folge von Breathedge, Lost im Weltraum. Yay! In der letzten Folge sind wir mit der Normandie in ein neues Kapitel gestartet und wir sollen die Station hier untersuchen. Welcome. Go to the center, please. Oh, more. Error. Welcome, diagnostics. Please go. Oh, yeah. This is not just a garage module, but a surviving diagnostic station. However, it doesn't sound like it's functioning nominally. Please go to the reception. Welcome. Go to the... Okay, ich glaube, die hat ein paar Probleme. Oh, eine Batterie. Nehmen wir mit. Blei. Das haben wir nämlich auch nicht mitgenommen, ne? It looks like he was accidentally killed by the diagnostic station. I can't find any other reason for this injury. Ugh. Oh, auf jeden Fall gibt's This ein paar worker apparently Ressourcen. saw the death of the previous one and started running away, not looking where he was running, and without a helmet. Ja, man sollte niemals ohne Helm kopflos durch die Gegend rennen, wa? Alter, er ist aber echt dagegen smashed, ne? Was? Gravitationsmodul. Raumschiffe haben keine Schwerkraft, das weiß jeder, während Wissenschaftler des Instituts für Massenprobleme über Antigravitationsfelder rätseln, sind moderne Raumschiffe mit einem elektrisischen System von Magneten ausgestattet, die die Schwerkraft simulieren. Und alles wird von solch kleinen Geräten gesteuert. Sehr interessant. Nicht noch ein bisschen Metall rum. Was ist das? Ach, da liegt Alu. Batterien nehmen wir auch mit. Nein. The diagnostics panel works, although this part clearly doesn't belong here. Was ist das? Ach, eine Rose. Okay. Hey! Don't touch it! Put it back! What are you doing? Put it back! Ja, steck's mal wieder zurück. That's better. Oh, can you twist it a bit more? I think at this rate we'll achieve nothing because this thing is short-circuiting the diagnostic station's brains. Zieh's doch mal raus. What now? Put it back. Are you messing around with me? Put it... Yeah. Oh, yes. Back in. Oh, you jerk. This diagnostic station is faulty, but we don't have any other one. The excess voltage is melting its circuits. You need to bring it to its senses somehow. Bring you back to your senses, you dirty undies with a helmet, if you don't stop coming at me. Was ist das? Tank mit Gel. Magnetische Hauptschlüssel. Nicht leitfähiges Gel. Ein Spezialgel zur Dämpfung von Strahlung, Wärme und elektrischen leitenden Eigenschaften von Materialien. Theoretisch kann man es auf die nackte Brust auftragen und ohne Raumanzug in den Weltraum springen, aber aus irgendeinem Grund würde man das nicht tun wollen. Warum nicht? Ach, da liegt Metall. Oh. We can't do anything here. We'll have to look for some controls. You better look for the remnants of your dignity, you lousy pajamas. Ich glaube, die KI hat ein paar Probleme. Bin mir da aber nicht ganz so sicher. Der Junge ist riesig, ja. Alter Verwalter. Der Gang ist unnötig lang. The elevators aren't working, although it's not recommended to use elevators during a fire, earthquake, or the diagnostic station's self-torture. Ich habe das Gefühl, wir brauchen dieses Gel.
Ja, wir nehmen einfach mal ein bisschen Zeug mit. Ja. Erstmal brauchen wir nicht. Tür ist kaputt. Und die Fahrstühle gehen nicht. Boah. Voll gemeine. Alter, was geht denn hier? The main diagnostics room. You can say that this is the brain of the whole diagnostic station. And this brain is malfunctioning. You are the one who's malfunctioning, you funerary diaper. Befindet. The central processor. I thought such a fragile thing should be protected somehow, and not be just sticking out of the floor like this. I stick out and in however I want. Na, ein G können wir noch mitnehmen. Dann ist der Magnetschlüssel entmagnetisiert. Was können wir jetzt hier machen? The processor control panel. We can restart the whole... It looks like we'll have to remove the excess voltage first. Ach so. The central processor protection control console. Erstelle und installiere die It's not Kuppel. working. No, something's wrong. Aha. I see. Someone removed the protection from the processor and tried to connect it directly to the coffins. I don't know why anyone would want to run diagnostics on coffins, but the result is obvious. Einzelne Datenblöcke aussärgen. Den Überresten der Kabels nachzuurteilen, wurde die Blöcke in der Eile grob herausgerissen, was bedeutet, dass die Person, die sie heraus so grob und in Eile war. Ich fühle mich So, geschehen. nobody tried to run diagnostics on the coffins. Rather, on the contrary, they got the coffins burned because they were trying to decrypt them. Probably someone, like us, needed data from their sensors about the location of some particular object. Dann müssen wir uns nochmal einen Magnetschlüssel machen. In einige Steuerelemente. Aha. Können wir hier It's rein? locked from the inside. Ah, toll. There should be a voice Gibt's control hier? module of the station here, as well as its speech filters. Maybe that's why it keeps calling us names? Or maybe it's because you're a useless garment that keeps babbling too much. Audioaufnahme. Rebecca Black Monday, 18 Stunden in der Schleife. Wow. Ein berühmtes Lied. Obwohl, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht viel über Musik. Also ist es schwer für mich, sie zu beurteilen. Es ist schwer, es zu hören. Aber noch schwerer, es zu What kind of beurteilen. monsters played an 18-hour recording of this song? It looks like this recording is the reason why the station's entire voice module burned down and it became so aggressive. Kann natürlich sein. Damit können wir nichts machen. Und wir müssen auch nochmal einen neuen Reparatur-Okolyten bauen. Und wir nehmen das Wasser hier noch mit. Checken mal, ob hier noch jemand ist. Nö. Dann gehen wir eben zurück und installieren die Kuppel. Das ist Kuppel benötigt. Ja, die haben wir noch nicht. Haben wir noch Platz? Ja, ein bisschen. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen Metall mit. Ein Slot haben wir noch frei. Ah, nehmen wir das Metall auch noch mit. Ja, dieser Gang ist echt unnötig lang. Extrem lang. Extrem unnötig. Diese Station ist verdammt groß.
Center. Yes. Please go to the reception. Welcome. Go to the center. So, was können wir denn bauen? Denken wir, dass dieses Ding leicht in die Tasche passt. Ich weiß nicht, warum der Raumanzug immer wieder die Szene herausschneidet, in denen ich über tonnenweise Gegenstände schwitze, aber alle meine Leistenbrüche werden auf sein Gewissen lasten. Ich hoffe, diese Gruppe ist wirklich notwendig. Okay. So, ich schmeiß das ganze Zeug hier mal raus. Alter, das ist laut. Und wieder zurück. Yes. Please go to the Tut mir leid für die Rennerei, aber ja, so ist das halt. Nicht nur ich muss damit leben, sondern ihr auch. Und wir haben zwei ganz wichtige Sachen vergessen. Einmal Reparaturknüppel und einmal den Magnetschlüssel. Welcome to the Diagnostic Center. Yes. Please go to the reception. Die Frau ist sehr obszön. Aluminium, Batterie, Magnet, dickes Isolierband. Aluminium, Batterie, dickes Isolierband. Und jetzt habe ich die vierte Sache wieder vergessen. Einmal Aluminium und Magnet. Aluminium und ein Magnet. Da haben wir den Magnet. Und einmal den Reparaturkrempel. Aluminium, dickes Isolierband. Und zweimal veredeltes Metall war das. Ja, jetzt haben wir das Ding auch wieder am Start. Dann sind wir wieder voll ausgerüstet. Yes. Please go to the reception. Welcome. Go to the center. Please. Oh, more. Error. Run. Oh, da ist noch Metall. Run faster. It's super fast. Achtung, eingeschränkter Bereich. Eintritt nur mit Pass möglich. Da haben wir doch. Finden einige Steuerelemente. Benutzt den Griff. Leave my processor alone. If the station doesn't like it, then we're doing it right. Processing back. What kind of people are you? It looks like the unprotected processor was causing power supply overload. This should help a little. You better help yourself, sweat-smelling piece of junk. Achso, wir sollen da unten hin. Oh, noch mehr Blei, cool. Cool, Aluminium. Cool, Kabel. Gummi.
Gummikabel. Jetzt denn hier noch hin, ne? This rotor is damaged. It's not quite needed for the diagnostic station's work. It'd be better to turn it off somehow. Zugriff gewährt. These are the levers controlling the rotor's speed. Oh, Aikani. Niedriger, niedriger. Pull harder. Yes, pull it out. Was genau dreht sich da drin? Okay. It's not working. You should first press the left one, then the right one, or maybe the middle one. There are too many combinations. I have no idea how anyone could guess the right one. Perfect! You managed to break the rotor. It doesn't matter. Alter. Too bad it didn't hit you. Klingt ja fast so wie Baby. Schmutz, Zensur. Leider kann der Gegenstand in deinem Land nicht dargestellt werden. Es ist schwer zu sagen, wer das an Bord des Schiffes gebracht hat. Um ehrlich zu sein, ich habe noch nie etwas Ekligeres als das hier gesehen. Und ich glaube nicht, dass ich das jemals tun werde. Der irgendjemand war I eindeutig. don't know who hid it here, but why are you touching it? Throw it away before it appears on someone's live stream. Ah, ist doch zensiert. Dem könnte ich das im Let's Play noch ausschneiden. Oh, noch eine Batterie. This looks like a passageway to the debugging compartment. Perfect. Yay! Mein Gummi. Platz haben wir noch genug. Libyen. Ah, Plastik und dickes Isolierband. Wunderbar. Oh, veredeltes Metall. Ja, super. Sind wir auch wieder fresh am Start. Oh. Jo. K06. Entferne die überschüssige There's something wrong here. Spannung. I don't know what this dead man was trying to do, but the compensators shouldn't be under voltage. Aha. Alternative Technik. Die Buchreihe in den Fußstapfen der 50 Schattierungen. Alternative Technik. Durch physische Unterdrückung eines Objekts. Alter, das Ding sieht ja aus. Ja, manchmal ist man beim Drehen gar nicht so einfach hier. In ihren früheren Büchern wie Alternative Medizin durch Strangulation und alternative Programmierung mit einem Verband hat die Autorin bereits das Thema der psychoemotionalen Persönlichkeitsveränderung als Reaktion auf belastende körperliche Interaktion angedeutet. In ihrem neuen wissenschaftlichen Werk wird die berühmte Schriftstellerin die Geheimnisse der erfolgreichen Konstruktion komplexer, selbstlernender Systeme durch das Prisma des Leidens eines ungewöhnlichen Roboters enthüllen. Eine weitere alternative Methode von einem anderen alternativ begabten Autor. Ich erinnere mich, dass ich das gelesen habe, als ich versucht habe, eine unangenehme Krankheit zu heilen. Die Krankheit wurde schnell zu 2 weiteren Krankheiten und ich musste mich dringend der traditionellen After Medizin resounding zuwenden. success in the movies, they predicted this robot would have a great future. Poor fellow. How did he end up participating in something like this? Okay, da steht sie irgendwie drauf. Kaputt. Schön, dass wir den unendlichen Schaber haben. Das kann etwas dauern. What's going on? Reattach the clips. Oh.
There's less stuttering in its voice. Looks like everything is coming along all right. Ich sage jetzt mal nicht, was ich denke. Warum ist denn das Inventar voll? Das ist voll gelogen. Wir wollen aber das Alkali mitnehmen. Alkali ist gut. Alkali ist selten. Alkali macht alles besser. Was ist hier? Schalte den Strom aus. We've been in this situation before. If we fix these broken wires, we won't have to break the door. Probably. Aber wir können auch die Door breaken, ne? Wenn wir den dann nicht reinschmeißen, ne? Don't touch anything. I don't even know if that's a good sign. Okay, das war jetzt nicht so gedacht. Das war mir als Joke gedacht. Das... Na, ist mir jetzt etwas unangenehm. Da können wir nicht rein. Warum nicht? Ja, gehen wir mal weiter hier. Ugh, it has a toggle switch. Disgusting. Bruh. Don't touch anything. This should help a little, although touching a toggle switch, even to survive, I really don't know. Push my toggle switch to on. Push it to on. Now, can you hear it? I can't hear its angry babbling either. Looks like it's time to reboot the central processor. Jo, dann mal ran die Kiste. What happened? Did you just reboot me by just pushing the button? I take it you'll continue damaging the equipment until I run diagnostics? Well then, the core of your shuttle is melting, the weapons are uncalibrated, passive defense is not installed, active defense is not installed. It's nothing but a tin can. Happy now? I'll fix your engines and you'll get out of here. Okay. Ja, danke. That's a good deal, and the only possible one. The diagnostic station is not designed for complex repairs at all. It's time to return to Normandy. By the way, maybe we could fast travel there. Alright, let's take a look around. We're definitely not in a hurry. Oh, you're back already? It's done. By the way, you were saying something about das going Schiff to zu the schlagen. accelerating station. I want to inform you that without a friend or foe system, the protective systems of the liner's bow will destroy you. Good luck. I'm sure we won't last long without decent repairs, so even the security systems won't be needed for the shuttle to fall apart. As for the friend or foe identification system, I don't know anything about it. Great, the engines are working, the life support system is working, the weapons are active. Ja, wir schmeißen alles mal hier hin. Kann bestimmt nicht schaden, ne? Dauert nur ein bisschen. Oh, sieht schon gut aus. Die Dinger kommen dahin. Und wir hauen hier wieder ab. By the way, the weapons calibrate themselves automatically when shooting at random targets. I have no idea where to look for it. I shouldn't have said anything about the weapons. I have to warn you about the illegality of never mind. Okay. Hier ist ja noch alles viel weiter entfernt. 7000, 4000. What's that up ahead? I'm not mistaken, am I? Is it a fully functioning Breathedge coffin with hands? We've already seen such coffins, but I doubted it until now. An automatic maintenance team. They can patch us up, nothing more. We
can't get them to completely repair the shuttle. Absolutely unimportant here. These weapons have a simplified artificial intelligence with a self-learning system, and they simply adapt to the shooter. Yay. Wir checken mal, was hier abgeht. Ne? Erforsche den Weltraum, installiere und erstelle ein Filtersystem, erstelle und installiere den Navigator. I'm afraid it's useless to seal such a breach. I even feel a little sorry for the poor fellows who can only work according to the rules without the possibility of making logical decisions. Ja. Ach so, hier wird man repariert oder was? Ah. Ja, nice. Aber ich kann hier nicht aussteigen quasi. Geht wohl nur an Andockstation. Hier sind wir. Jetzt auch noch mit Weltraum kriegen, ey. Ja. Hitting targets becomes more effective, probably. Wow. Mach jetzt mal Schaden oder was? Wenn hier nicht die ganze Zeit so rumschwirren will. Es scheinen ganz schön viele Feinde am Start zu sein, ne? Da ist noch was, da ist was, da ist was. Ich würde sagen, wir fliegen erstmal hier drüben hin. It was the only part that contained unique observation modules with domed glass. How this glass survived the disaster is a mystery to me, but it would be nice to get inside, at least out of curiosity. Jo. Abschön. Sieht aus wie ein riesiger gefrorener Eisklumpen. Ah, Eis ist immer gefroren, ne? According to the number, this is one of the domed cooling modules. The extremely low temperatures overboard and the huge volumes of working fluids allowed the modules to maintain almost any temperature in the shell of the cores without unnecessary energy consumption. We could use something like this for the damaged core of Normandy. Okay. Untersuche die Kühlzone. An external docking airlock. You can get inside from here. Or rather, you could get inside if you could break all this ice. You can dock now. Ja. Wir können wirklich nur an solchen speziellen Dingern docken. Ne?
Ist noch alles in Position? Ja, super. Das ist ja cool, ne? Dann gehen wir hinein. I have no detailed information about the liner's cooling system in my database, but I'm sure you'll have to find something and break something. Schauen wir uns hier mal in Ruhe um. Vertrag speichern. I wonder if you can call icicles icicles in zero gravity. Technically, they form in a different way, which means they must have another name. Orbicles, for example. Or, expandicles, bursticles, pressuricles. I don't know. I'll allocate one of my processors for generating the name, perhaps. Ja, vielleicht machst du das. Okay, da kommen wir nicht durch, oder was? Irgendjemand hat es kaputt gemacht. Toll. Aber Ressourcen gibt es ja hier genug. Ne? Weiß zwar nicht genau wofür. Kein Kommentar? Kein Kommentar. Nicht. Wir nehmen es mal mit. So können wir es einfach trinken. Was denn? So viele Batterien hier. Hast du jetzt davon? Das ist nichts. It looks like this is not a passageway leading to the dome, but a temporary storage module. I didn't know it was located in this part of the liner. Ja, ich auch nicht. Gravitationsmodul, wofür brauchen wir das denn? So it is. These are temporary storage refrigerators. Everyone who was lucky enough to die during the flight on the liner was placed here, and according to my data, there were many of them. Oh, Lykoplasma. Ja, es ist eine sehr große Tür. Wir benutzen sie einfach mal. Was können wir jetzt hier machen? Blunt force trauma to the head? Nothing interesting here. Let's hope the deceased didn't walk away on their own. Ja, das weiß man nie. Very interesting. The design of these refrigerators is not that simple. If I had more information, I could make a useful blueprint for Normandy. Ja, sieht aus, als wäre ziemlich steif gefroren und man hätte ihm das Bein abgetrennt. Gebrochenes Bein. Das ist sicher nicht so romantisch wie ein gebrochenes Herz, aber ich glaube aber nicht, dass ich das Herz herausziehen könnte. Und ich habe auch keinen Grund, es zu tun. Andererseits hatte ich auch keinen Grund, das Bein zu nehmen. Someone broke the refrigerator, froze the deceased, broke him apart, and then carefully put him back together. Very carefully, just like you. I advise you to throw this away before it melts. Dir den Entwurf des Kühlsystems. Na, wir gucken uns mal alles an hier. This boulder could be named in your honor. Just look at all the stuff it destroyed. Ah, das stimmt wohl. Cardiac arrest, a common reaction of an elderly body to G-force. Ach so.
Wie Inventar voll. Na toll, Jump and Run hier auch noch, oder was? Hier ist keine Schwäche. Das sieht sehr komplex aus. Systemupdate. Bitte schalten Sie das Gerät nicht aus. Herunterladen und Aktualisierungsrate. I have no idea what it is or how it works. Versuche die Kühlschränke. Aha. Okay, da geht's noch weiter hoch. Nichts. Another elderly person with cardiac failure. I don't envy their funerary spacesuits. It must be so stressful for them. What strange remains? If I make the assumption that coffins can replace the corpses inside them with fresh bodies like batteries, would you think I'm crazy? Nein. It's hard to tell anything. Beweis. Physischer Beweis Nummer 1206. Herr SI, der wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kreuzschlittenschraubendrehers verhaftet wurde, wurde zur Aussage in Einheit 4 gebracht. Während eines höflichen Verhörs begann der Verhaftete sich aggressiv zu verhalten und schlug sich unerwartet 840 Mal mit einem nicht identifizierten Gegenstand in einem Bereich, der aus seinem ganzen Körper bestand, was zum sofortigen Tod von Herr SI führte. Okay. Steht sogar drauf. This Ja, is a wir müssen fairly den common Beweis auch situation, which is a mitnehmen. bit disturbing. Ja, man hört immer wieder davon, dass Leute sich unerwartet selber schlagen. Bis zum Tode. Das ist hier ein Mikrochip. Ein Navigationschip. Despite the damage, the nitrogen valve control unit in this refrigerator remained intact. Very interesting. Ich sah etwas Ähnliches in den Diagrammen von Raumschiff-Navigationssystemen in Opas Garage. Es gab auch eine Antenne, alle möglichen Platinen, Schrauben, aber es steckten keine toten Körperteile zwischen den Kondensatoren, obwohl ich vermute, dass sie für die Navigation nicht wirklich notwendig sind. Erst so. Hier erzählt er sich. Die Tür geht nicht auf. Was steht da? Ein Gasleck wurde festgestellt. Die Türen sind verschlossen. Wow. Wir können da immer noch nicht dran drehen. Nö, dann versuche ich die Kühlschränke. Was lassen wir denn hier? Den Elektronik sollten wir auch mitnehmen. Was geht hier ab? Everything is blocked with ice further on. It's unlikely we'll be able to break through. Ein Gummi und so was haben wir. Oh, daher kommen wir. Dann machen wir hier mal weiter. Gibt hier halt so viel Zeug, ne? Und alle anderen sind tot, nur wir nicht. Interesting. The deceased has no pathologies or external injuries. He's healthier than you. Ja, aber er ist tot, wir nicht. Neue Filme von der Partei verboten. A Game on a Throne.
Eine Fernsehserie, in der Autokratie und ausländische Dissidenten gefeiert werden. Machen Sie aus einer Automatte eine Plastiktüte und einem Gefrierschrank mit Ihren eigenen Händen ein Cosplay-Kostüm des Dämmerungskönigs. Allergien werden mehr, schlimmer Schnuppen, Kratzen im Hals, Atem fällt schwer. Zur Bekämpfung mit belebender Frische nehmen Sie einfach etwas Govatibronschle, universell Hustensaft. Mit einer belebenden Frische. Es ist ein universeller Saft mit anästhetischer Wirkung für alle Arten von Husten. Es friert den Rachen ein, stoppt den Husten und lindert den Schmerz. Mögliche Nebenwirkungen: Frostbeulen im Rachen, Atembeschwerden, tödliche Bläue im Gesicht. Ein bekanntes Film- und Fernsehen-Nachrichtenmagazin. Es könnte noch populärer werden, wenn es mehr als 3 Fernsehkanäle in der Galaxie gäbe. Obwohl es in diesem Fall zu viele Genies gäbe, die ein Gefrierschränke klettern würden. Now everything is clear. I must say, it looks pretty accurate. He even died awkwardly, like the character in that series. Hat er wirklich ein Cosplay gemacht. Amazing! I can't imagine how this happened, but by looking at the junction box in his hand, I can make a rough diagram of how to connect the refrigerator. Looks like I figured out the general concept of integrating thermal control systems, even though I don't have an engineering chip installed in me. All that's left is to study the cooling system controller and figure out where to get the working fluid. Then we can assemble a cooling unit for Normandy. Simple as pie. Ach so, ja. Looks like acute poisoning, or stupid poisoning, as he ate a hamster. Aha. Oder was soll man dazu sagen? Er sieht irgendwie aus so ein bisschen wie Han Solo. Finde das System. Finde den Kühlsystemregner. Wofür machen wir das eigentlich? Das ist die große Frage. Now it's clear how to disable the flow. Turn the A02 valve all the way to the right, then the 3 nitrogen reduction valves. Turn the B6 valve to the left at a 30-degree angle. Don't forget to depressurize the valve. Well, or like this. All right, time to check the dome. This is clearly not just simple steam, but something much colder. Although you could get under the dome from here. Ja, so kann man es auch machen. The cooling system controller should be here somewhere. We're looking for some sort of a... box? No, probably a computer, or a room, or maybe a data block, or a barrel with a button. I haven't fully studied what it should look like. Untreated solids detected. Brauchen wir wieder das Bodenanalysegerät. Solids detected. Solids detected. Ja, aber was ist da drin? Wer denn? Und noch Platz? Ja. Victor Plotiv. Ein elektronischer Pass von einem gewissen Victor Plotivi. Das ist sicherlich Victor Ganedevich. Jetzt verstehe ich, warum mir sein Gesicht so vertraut schien. Er besucht der Oper oft geschäftlich. Armer Kerl. Wartung des Kerns. Privilegierte Zugangskarte Nummer 001326 Kernkühlsystem für das Überleben und das. The deceased is on the ship's crew lists. I've checked. I don't know why, though. Ich glaube, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Falls wir hier mal rauskommen. Nothing of interest. Nothing of interest. Wait a second. This mosaic. So that's why your relative's face seemed so familiar to me. A brilliant engineer, one of the creators of the core, and the father of artificial intelligence. It's him! Amazing! Are you sure you're not adopted? Das weiß ich nicht.
The crew was killed shortly before the crash. They didn't even have anything to defend themselves with. Ja, was gibt's hier Interessantes? I noticed that it's enough for a human to get one hit in any part of the body to die, whereas coffins only die when certain points on the head and stomach are damaged. Ach so. Brauchen wir die ganzen Gravitationsmodule. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel nochmal so abwechslungsreich wird. Mal schöner Kontrast zu diesen ewigen Weltraumspaziergängen. Das Mosaik meinte er, wa? Das unser Opa? According to some sketchy fragments of data, I assume that it might be the office of your grandpa and his team. Did you know that he was supposed to be on board the liner? Nein. It's a good thing you only need a pass from a corpse, but not the corpse itself. Jo. Na, sonst wären wir da auch nicht durchgekommen. Apparently your grandpa was supposed to fly as a crew member and monitor the Corps' activity. I wish I'd had a chance to talk to him. Ah, jetzt ist er wohl tot. Über diese Reisetaschen hier. Die Toten. Und diese endlosen Gänge. Und noch mehr Tote. Ich will das Ding mitnehmen. All the equipment was destroyed, and someone took all the data blocks. Na toll. Wir wollen den Kern mitnehmen. Ja, komischerweise nur einen Energieslot. Belegt. Someone's been looking for something here. I wonder what it was. Ricky. Ein altes Foto von meinem Opa mit seinem Freund Ricky. Während die Erwachsenen wie Fische tranken, schienen wir uns mit Rickys Enkel ziemlich gut zu verstehen. Schade, dass sie beide irgendwo verschwunden sind. Toll, auch das wollen wir mitnehmen. Na komm, nimm uns einfach das Teil. Isn't this the brilliant scientist who disappeared with his grandson after claiming to have invented the portal gun? Vielleicht. Hohnhühnchen. Sieht irgendwie ein bisschen platt aus. Ich liebte es, Skulpturen zu machen, als ich ein Kind war. Ich war nicht wirklich gut da drin, aber ich erinnere mich, dass dieses Huhn erstaunlich geworden ist. Ich rannte, um es meinem Opa zu zeigen, aber ich stolperte und es landete auf dem Boden. Ich fing an zu weinen und mein Opa versuchte, mich zu beruhigen, indem er sagte, dass es noch besser aussieht. Und das brachte mich noch mehr zum Weinen. Ich glaube nicht, dass Opa es behalten hat. Deswegen ist es so platt. A masterpiece. Or rather, it used to be a masterpiece. Warum gibt es hier überall so viel Zeug? Wieso können wir die Toiletten nicht benutzen? Most likely, the liner's core was remotely controlled from here, but someone broke everything. Er ist vom Scheißhaus gestorben. Das ist ja mal kacktot. Was denn? Super Opa. Mein Opa. Ich habe es vor nicht allzu langer Zeit gezeichnet, als Opa mir von seiner Arbeit an dem größten Energieprojekt erzählte und von dem immensen Macht, die in den Händen der Wissenschaftler seiner Abteilung lag. Jetzt verstehe ich, dass es um den Kern des Linienschiffs ging. Ich hatte nicht gedacht, dass Opa diese Zeichnung behalten hat. Ja, aber auch die müssen wir mitnehmen. Was können wir denn loswerden? Wir haben so viele Batterien. Did he know how to create ball lightning with his bare hands? What a great man. Uropa. Was für ein altes Foto. Der kleine Opa sitzt auf den Schultern seines Vaters. Und der gute Freund meines Opas, Onkel Bagain, sitzt am Tisch. Er ist ein Astronaut.
Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Entweder James oder Philipp. Mein Uropa war bereits vor meiner Geburt gestorben. Aber Onkel Bargain besuchte Opa oft. Er war ein cooler Typ. Er lächelte immer, redete über Medizin und half Opa seinen Wagen zu reparieren. Dann nehmen wir mit. Das burakanische astrophysikalische Observatorium. Ohne die Informationen aus dem Raumanzug hätte ich mich nicht an den Namen erinnert. Obwohl, Opa hat mir viel darüber erzählt und mich sogar einmal dorthin mitgenommen. Ich erinnere mich, dass ich durch eines der leistungsstärksten Teleskope der Erde blickte und nichts sah. Aber Opa schaute stundenlang hindurch und bewunderte immer wieder etwas. Okay. Aber hier gibt es so viele Fotos, warum? Extra hier ein Reparaturwerkzeug benötigt. Gut, dass wir eins haben. Inventar voll, das war so klar. Aprikose. Nun, es war eine Aprikose, bis ich sie gegessen habe. Sie war wirklich lecker. Dafür hat mir Opa aber ordentlich den Hintern versohlt und sie mit Epoxidharz überzogen, damit sie nicht verliert. Ich glaube, jemand hat ihm diese Aprikose nach dem Massenaussterben der Pflanzen auf der Erde geschenkt und er träumte davon, eines Tages einen echten Aprikosenbaum auf Kepler 438 zu züchten. Wieso ist hier so viel Zeug? So eine Bank kann weg. Anium. Ein Foto von Energon Con, auf der sie die verbesserten Motoren moderner Shuttles präsentierten, die von meinem Opa entwickelt wurden. Damals war ich noch ein Schuljunge, aber ich habe Opa aktiv geholfen, ein Modell des Motors für die Präsentation zu bauen. Es hat Spaß gemacht. I remember that event. I was at the dry cleaners after an unpleasant incident at the time, and while they were cleaning my circuit boards, I was taking a peek at the TV with literally just one of my sensors. Ich bekam damals eine ordentliche Prügel und es tut weh, nur daran zu denken. Es ist allerdings schade, dass die Kamera nur ein Bild macht. Es wäre interessante Fotoserie gewesen. Übrigens später hat mir das Huhn das Leben schwerer gemacht als mein Opa. What a great relationship. It's amazing that the chicken obeys you at all now. Eine erstklassige, mehrstufige Filterkapsel für kleine Raumfahrzeuge. Ich kann mir vorstellen, wie sie funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie man sie selbst baut. Diese Filter wurden von ganzen wissenschaftlichen Abteilungen entwickelt und es ist unwahrscheinlich, dass die Wissenschaftler nur auf elektrisches Klebeband beschränkt waren. Naja, wer weiß. Wir wissen es nicht. I think the controller must be here somewhere. Here it is, the cooling system controller. I told you it looked like, this. Ja, das hast du gesagt. Hier sind Geräte. Sollen wir sie kaputt machen? Wahrscheinlich. Wow. Either the controller is broken, or we don't have access. In any case, I only need to examine its internals, so I suggest using a handy scrapper. Dann hauen wir mal drauf. Gut, dass wir den Unendlichkeitskollegen hier dabei haben. Ja. Alright. Ah, ist sowieso alles schon kaputt, oder? Das dauert nur etwas länger. Okay, I see. Dann immer so random, wie viel Schaden wir machen, ne? So this is how it works. Komm, jetzt geh kaputt. Great.
Enough damage. I've made a blueprint of the cooling unit. You can feel how hot my logic board is. No less than 85 degrees. Sollen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Die Leiterplatte berühren, die Leiterplatte berühren. I knew you wouldn't say no. It's hot, isn't it? Just like Normandy's core, which we need to cool down already. However, I have some unpleasant news for you. I found out where to find the working fluid for the cooling unit, but you are unlikely to like it. In any case, we will need a drill and moral depravity. Moralische Verderbtheit. Ja, die besitzen wir genug. Da waren wir immer drin. Haben alles mitgenommen. Und müssen jetzt wieder zurück. Oh, was passiert? Immer das Ding aus dem Gesicht, ne? I can't stop thinking about your brilliant relative. He clearly worked here and designed many of the liner's systems. Could the accident have been caused by someone who needed his body or the data from his office? Ganz schön viel Story, wa? Oh, 35 Meter. Yes, that's right. The working fluid is inside of them, in the area of the bladder. We really need it, but they don't. Okay, das sollen wir also machen. Ja. Fürs Überleben und die Wissenschaft. Ja. It's the working fluid, no doubt about it. Ich stelle eine Kühleinheit. Da kommen wir nicht lang. Und hier ist wieder Schwerkraft am Start. Dann müssen wir einmal zurück. Und wir sollen die Kühleinheit erstellen. Der Prozessor vom Anzug überhitzt sich oder was? Kümmert sich gerade, so in Ordnung. Ja, wenigstens geht die Abkürzung da. Was passiert? Er lädt irgendwas. Wie gefreezed oder was? Ah, Speicher. Noch ein ganz langer Speichervorgang hier. Ausrüstung, Gegenstände, Arbeitsflüssigkeit, nicht gleitfähiges Gel, Generator. Ein Generator können wir so schon basteln, ne? Wir brauchen 4 Arbeitsflüssigkeiten, ne? Hätten wir das mal vorher gewusst. Nicht leitfähiges Gel, haben wir hier genug. Dann droppen wir jetzt erstmal alles, was wir nicht brauchen, ne? Ja. Das findet man noch wieder. Dann holen wir uns nochmal 3 Arbeitsflüssigkeiten. Ja, kommt ja schnell dahin, ne? Bringen wir nochmal irgendwas hier. Eine. Nummer 3. Um genau zu sein, einige sehr verdünnten Überreste haben sich mit den Spänen des armen, eingefrorenen Kerls vermischt. Sie füllten die Toten mit diesem Zeug zur Tiefkühlung, aber ich verstehe immer noch nicht, warum die Flüssigkeit nur aus der Blase gewonnen werden kann. Ich auch nicht.
Machen wir eben Kühleinheit. Dann ist die Folge auch wieder vorbei. Die nutzen zweimal. Davon brauchen wir noch, ne? Ja. Das Kontrollieren der Kerntemperatur ist für den stabilen und langfristigen Betrieb aller Systeme unerlässlich. Ohne ein zuverlässiges Kühlaggregat wird ein Langstreckenflug schnell mit dem Schmelzen der Kernhülle und der Zerstörung des Schiffes enden, was für die sterblichen Passagiere eine unangenehme Überraschung When installing it, don't touch the core's shell. Wir brauchen 4 Filtrationssysteme. Navigator. Die haben aber nur 2 Chips. Man kann auf einem Raumschiff ohne hochwertige Luftfilterung leben, aber nicht sehr lange. Winzige Staubkörnchen, Hautstücke, Nasenhaare und andere nicht sehr nützliche Dinge verhindern nicht nur das tiefe Einatmen, sondern können auch die internen Systeme des Shuttles beschädigen, was zu einer Katastrophe führen kann. Dies ist schon einmal passiert. Ohne das Navigationssystem kann das Schiff den Sprung nicht machen und wir kommen hier nie raus. Ich könnte versuchen, das Steuerungssystem zu hacken und ohne Koordinaten irgendwo im Zentrum einer Supernova zu springen. Aber ich würde lieber versuchen, einen handgefertigten Navigator zu bauen. Ja, vielleicht sollten wir die ganz wichtigen Dinge eher hier rein tun. So wie der Luftfilter. So. Kann man nicht. Great, it works. Ja. At least now you won't get fried inside of me and smear my lining with your combustion residue. Juppidu. Da ist eine Reparaturstation, da müssen wir hin und da, dann fliegen wir als nächstes da oben hin. So. Jo Leute, dann sind wir leider wieder am Ende der Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Liken, fürs Abonnieren, Kommentieren und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und so, bis denn dann.